Hallo liebe Freunde, ganz bestimmt seid ihr schon mit Steffen Trainert und mir unterwegs gewesen im Zeisischwald, um die Geheimnisse des Zeisischwaldes und des Vulkans zu erkunden. Euch war die Tour aber zu kurz. Kein Problem. Deshalb möchte ich euch heute mehrere Möglichkeiten vorstellen, wie ihr diese Runde im Zeisischwald erweitern könnt. Zum Beispiel einen großen Bogen um den Zeisischwald schlagen oder Richtung Tschopautal und unsere wunderschöne Augustusburg. Wie wär's denn damit? Ich wünsche euch auf jeden Fall jetzt viel Spaß beim Anschauen und später beim Selbstausprobieren. Als Startpunkt würde ich euch den Zeisischwald am Weißen Weg an der Straßenteilung empfehlen. Mit etwas Glück findet man dort einige Parkmöglichkeiten und die Bushaltestelle ist auch nicht weit entfernt. So queren wir lediglich die Straße und laufen zunächst diesen geschotterten Weg weiter. Bereits an den ersten Fotos seht ihr Sonne pur auf wenigstens der Hälfte des Weges. Eine Kopfbedeckung ist nicht schlecht. Dafür habt ihr mit Glück erste schöne Aussichten. Bei mir war es zwar noch ziemlich trüb und diesig, aber man kann immerhin Niederwiesa, das Schloss Lichtenwalde, gut sehen. Bei letzterem sind wir ja auch schon gemeinsam gewesen. Ihr erinnert euch ganz sicher noch an den magischen Lichterpark im Schlosspark Lichtenwalde. Weiter folgen wir auf der gelben Markierung durch diese kleine Siedlung, um schließlich die Beutenbergstraße selbst zu erreichen. In diese biegen wir links ab und leider, wir müssen ein Stück Straße laufen. Zum Glück ist diese nicht allzu stark befahren. Außerdem gibt es sowohl am Straßenrand viele schöne kleine Dinge zu entdecken und hebt man den Kopf, dann kann man auch allerhand erspähen. Beispielsweise die sehenswerte und markante Kirche in Euba und erneut Blicke Richtung Niederwiesa-Lichtenwalde beziehungsweise auf die Rückseite vom Zeisischwald sowie Chemnitz. Der Straßenabschnitt ist nicht weit, so erreichen wir schnell den Ortsrand von Euba. Über Euba gäbe es eigentlich auch jede Menge zu erzählen. Als Waldhufendorf entstanden, wie wir es bereits aus früheren Filmen kennen, vermutlich Ende des 12. Jahrhunderts, und es gehörte unter anderem sogar einmal den Herren von Waldenburg. Zur neuesten Geschichte gehört, 1994 wurde es von Chemnitz eingemeindet. Aber heute wollen wir ja laufen und nicht erzählen, so gehen wir hinunter an die Hauptstraße und folgen diese ein kleines Stück rechts hoch. Weit müssen wir auch hier nicht gehen. Gegenüber der Bushaltestelle steigen wir links die Treppen nach oben, um dann weiter die Bergeshöhe zu erklimmen. Alpenbewohner werden beim Namen Bergeshöhe sicher schmunzeln, aber die Straße heißt tatsächlich so. Fast oben angekommen folgen wir weiter dem gelben Pfeil nach rechts und siehe, der Blick in Richtung Zeisischwald ist doch ein richtig guter. Weiter geht's die Straße links noch hoch bis an den Feldrand. Diesen folgen wir rechts und ich für meinen Teil liebe diese bunten Feldraine ganz sehr. Die klügsten sind wohl diese Kühe. Statt bei dieser Hitze durch die Gegend zu rennen, legen die sich einfach hin. Also, wer ist hier das dumme Rindvieh? Genießen wir noch einmal die Fernsicht über Lichtenwalde und Niederwiesa hinweg und setzen unseren Weg fort. Auf die Bierstraße stoßend folgen wir ihr nach links Richtung Niederwiesa. Jetzt sehe ich schon einige von euch mit großen Augen schauend und die nächsten Tage hier wandernd. Aber Spaß beiseite, diese Straße heißt tatsächlich so.
Leider konnte ich nirgendwo herausfinden, woher dieser Name genau gekommen ist. Vielleicht weiß es jemand von euch? Schreibt es bitte unten in die Kommentare, ich bin selbst neugierig. Da es aber nun einmal kein Bier auf der Bierstraße gibt, biegen wir einfach in den nächsten Feldweg rechts ab. Über die Forststraße erreichen wir langsam, aber sicher den Waldrand. Dieses relative große Waldstück heißt Strutt, zieht sich zwischen Flöa, Niederwiesa und Erdmannsdorf. Ich tue mich dieses Mal ziemlich schwer, euch einen konkreten Weg hier zu empfehlen. Es gibt hier unzählige Möglichkeiten zum Laufen und ihr seht es ja selbst. Auch alle möglichen Arten von Wegen, von schmalen Pfaden bis breiten Forstwegen, hoch und runter, es ist alles dabei. Ihr könntet beispielsweise auch nach Flöa runterlaufen und dort der Flöa oder der Tschobau folgen. Wer jedoch meiner Route folgen möchte, dem stelle ich natürlich wie immer unten in die Beschreibung die GPS-Daten. Bei Autoactive oder Komoot könnt ihr euch diese herunterladen. Folgt ihr meinem Vorschlag, dann landen wir irgendwann auf dem Marktsteig. Der Name ist ja selbsterklärend. Wie ihr es ja selbst sehen könnt, langsam, nach und nach öffnet sich der Wald und wir bekommen einen ersten schönen und freien Blick mit Chemnitz im Hintergrund geboten. Ich kann es nicht ändern und wiederhole mich gerne. Ich liebe diese schönen bunten Feldränder. An der nächsten Kreuzung angekommen, stoßen wir wieder auf die uns schon bekannte Bierstraße. Diese zweigen wir nach links ab in Richtung Katzenberg-Adelsberg-Turm. Damit könntet ihr, wenn ihr Lust habt, eure Wanderung auch noch zusätzlich kombinieren mit der Rundtour, die wir im Frühjahr zusammengegangen sind, rund um den Adelsbergturm und das Sternmühlental. Und siehe, auch der sächsische Jakobsweg führt hier entlang. Wer von euch hat diesen eigentlich schon einmal am Stück ausprobiert? Sehr gut, gefällt mir. Ihr könnt von hier oben sogar ins Chemnitzer Stadtzentrum und darüber hinweg auf den Rabensteiner Höhenzug, welchen wir auch schon erwandert haben, schauen. An der nunmehr folgenden Kreuzung müssten wir eigentlich rechts nach unten nach Euba gehen, aber nur eigentlich. Denn wenn ihr noch nicht ganz geschafft seid, dann solltet ihr zunächst Richtung Augustusburg, Erdmannsdorf nach links abbiegen. Es geht zwar ein kleines Stück nach oben, aber so schlimm ist die Steigung nicht. Oben angekommen habt ihr nämlich einen sehr schönen Blick auf unsere Krone des Erzgebirges, die Augustusburg. Auch hier eröffnen sich erneut jede Menge neuer Varianten. Ihr könntet beispielsweise hinunter ins Tschobautal gehen, von dort zum Kunnerstein oder aufs Schloss selbst. Ihr könnt euch aber auch einfach hinsetzen, so wie ich, und vor der schönen Kulisse Picknick machen. Zum Glück geht es mit vollem Bauch runter, besser als hoch. So laufen wir zurück an unseren letzten Abzweig, queren die alte Bierstraße und folgen der Landwirtschaftsstraße in Richtung Euba, beziehungsweise der hier ausgeschilderten Route Erzgebirgs Nordrandstufe. In der Ferne ist auch von hier Schloss Lichtenwalde noch einmal schön zu sehen. Wir gehen immer weiter nach unten, vorbei an den Feldern, Gärten und den ersten Häusern der Straße mit dem anmutigen Namen Drosselsteig. Und so erreichen wir quasi die Ortsmitte. Euba war früher ein mittelalterlicher Herrensitz, welcher 1317 erstmals urkundlich erwähnt wurde. Deshalb soll es hier sogar einst eine Wasserburg gegeben haben.
Will man so etwas heute noch sehen, dann muss man schon ein Stück fahren. Zum Beispiel nach Ziegenhain. Dort findet ihr eine in ihrer Form einzigartige Wasserfestung. Doch zurück nach Euba. Wir werfen einen ersten Blick auf unser nächstes Ziel, die Kirche. Dann gehen wir links die Hauptstraße ein kleines Stück nach oben, werfen noch einen Blick auf den schönen Hof auf der linken Straßenseite und biegen rechts in die Straße an der Kirche ab und erreichen über die Grundschule Euba und das Pfarrhaus schließlich die sehenswerte Kirche. Leider habe ich wieder einmal den falschen Tag für meine Tour gewählt. Die Kirche ist geschlossen. So erfreuen wir uns an dem Anblick von außen. Nachdem wir den Friedhof verlassen haben, wohl dem, wenn man es noch kann, müssen wir noch einmal für einige 100 Meter der Straße folgen. Der Blick hinunter auf Euba und die herrlichen Birken, welche die Straße säumen, entschädigen uns jedoch für den Asphalt. Am ersten Feldweg auf der rechten Seite verlassen wir die grüne Markierung, welche übrigens für den Rundweg Chemnitz steht. Diesen Rundwanderweg, welcher tatsächlich um die gesamte Stadt Chemnitz herumführt, sind wir ebenfalls schon im Westen bei der Tour um Grüner-Reichenbrand ein Stück gelaufen. Doch zunächst genießen wir den angenehmen Feldweg, dann wird es Natur pur. Wie ihr sehen könnt, ganz enge, schmale Pfade. Teilweise muss man wirklich die Augen offen halten, um den weiteren Verlauf noch zu finden. Allerdings war ich bis jetzt zufrieden, kurze Hosen angezogen zu haben. Aber hier, lange Hosen wären zumindest auf diesen Abschnitt sicher zweckmäßiger. Wer sich wundert, was hier mitten im Urwald ein Zaun zu suchen hat, wir sind am Ende der früheren Talsperre Euba. Von der einst stolzen Talsperre ist nur noch ein mehr oder weniger Rinnsal geblieben. Die Talsperre mit dazugehöriger Staumauer wurde von 1911 bis 1914 gebaut. Durch den großen industriellen Zuwachs von Chemnitz stieg natürlich auch das Verkehrsaufkommen. In Hilbersdorf wuchs der Rangierbahnhof und dazu gehörte ein Bahnbetriebswerk. In diesem waren natürlich Dampflokomotiven beheimatet. Und was brauchen Dampfloks? Klar, Wasser. Denn ohne fahren Dampflokomotiven natürlich nicht. So wurde das begehrte Wasser in unterirdischen Rohrleitungen bis zum Bahnbetriebswerk Hilbersdorf transportiert. In den 60er Jahren hielt immer stärker die Diesel- und E-Traktion Einzug. Damit wäre die Aufgabe der Talsperre hinfällig geworden. Deshalb wurde sie 1965 als Erholungsgebiet genutzt. Doch der Zahn der Zeit nagte an der Staumauer. In den späten 90er Jahren wollten die übereifrigen Neoliberalisierer die Staumauer sogar ganz abreißen. Deshalb gründete sich ein Verein, der sich zum Ziel gesetzt hat, die Staumauer und das Talsperrengelände zu retten. Immerhin, die Staumauer steht noch. Doch genug der Geschichten, setzen wir unseren Weg fort, zunächst auf angenehmen Pfad, und dann wird der Weg zusehends breiter. Besonders angenehm fand ich diesen Abschnitt hier nicht, zumal sich rechts in diesem Waldgebiet mit dem Eibsee eine Besonderheit befindet. Der See selbst entstand aus einem Steinbruch von 1912 bis 1914. Hier wurden die Steine für den Talsperrenbau Euba gewonnen. Ab 1926 wurde der See als Naturpark, Sonnen-, Luft- und Schwimmbad genutzt, aber 1930 jedoch militärischer Nutzung zugeführt. Zunächst von der Reichswehr, später Wehrmacht. Nach Kriegsende wurde das Gelände bis 1992 von der Sowjetarmee weiter militärisch genutzt. Ab 1996 erfolgte die Beräumung des Eibsees von Altlasten, wie zum Beispiel Altreifen, Munition und diversen Schrott. Im Jahr 2000 konnte das Areal schließlich zum Naturschutzgebiet erklärt werden. Theoretisch soll es von hier oben auch einen schmalen Pfad an den See geben. Allein, wie ihr seht, alles zugewachsen.
Kurz bevor wir den Stadtrand von Chemnitz erreichen, lichtet sich der Wald und die Wiesen werden dominanter. Mir persönlich gefällt dieses Landschaftsbild ganz sehr. Mit meinen kurzen Hosen war ich jedoch der absolute Liebling aller Mücken und Zecken. Trotz dieser kleinen Quälgeister war es ausgesprochen angenehm und so bin ich gut gelaunt an der Eubacher Straße gelandet. Diese gehen wir knapp 200 Meter stadtwärts, biegen rechts in die Walder Klippelstraße ein, Ausschilderung Richtung Zeisischwald-Dresdner Straße. Hier gehen wir zum Glück auch nur 150 Meter. Ihr seht es, wir können mit der grünen Markierung links in den Zeisischwald abbiegen. Klar ist die Wegführung durch den Zeisischwald ein kleiner Bogen, den wir laufen müssen. Aber besser im Wald einen Bogen als 1,5 Kilometer auf der doch stärker befahrenen Straße. Hier im südöstlichen Zeisischwald war früher übrigens auch Militärgebiet. Deshalb gibt es auch alle möglichen Arten von Wegen, zu meinem Genuss überwiegend schöne, schmalere Pfade. Und so erreichen wir schließlich nach knapp 17 Kilometern unser Ziel. Ich hoffe, ihr hattet Spaß hier am Rand von Chemnitz und in diesem Sinne, ciao, bis bald.